ich meinen Elsa-Cosplay begonnen habe, hätte ich nie gedacht, dass ich tausende Pailletten einzeln bastel und dann einzeln von Hand auf meine Corsage aufnähe. Aber genau das habe ich gemacht. Und damit willkommen. Ich bin Lavatis und heute geht es um das aufwendigste, aber auch coolste Teil eines Cosplays, das ich jemals genäht habe. Die Basis bildet meine selbstgenähte Corsage und da kommen jetzt 3 Sorten von Glitzerkram drauf. Natürlich die blauen rechteckigen Pailletten, dann diese kleinen rechteckigen Glitzersteine und gepunktete Linien, die aussehen wie Strasssteine. Am einfachsten zu kriegen waren noch diese rechteckigen Glitzersteine, denn die konnte ich im Internet bestellen und die haben sogar diese 2 kleinen Löcher zum Aufnähen. Solche Ketten mit Strasssteinen gibt es auch zu kaufen, aber meine Güte, sind die teuer. Das passt nicht in mein Budget, deshalb habe ich sie selber gemacht aus einem schmalen Satinband, wo ich ganz viele Hotfix-Steine draufgeklebt habe. Die Enden habe ich dann noch ganz vorsichtig angeschmolzen, damit sie nicht ausfransen. Und jetzt zu den Pailletten. Ich habe wirklich viel Zeit und Mühe in die Suche gesteckt, aber ich konnte weder in einem Laden noch online Pailletten finden, die für mich, für meinen Perfektionismus ähnlich genug zu Elsas Pailletten sind. Also blieb nur es selber basteln. Als Material habe ich mich dann schließlich für diese Folie entschieden. Die heißt Go Crescent Foil und ist eigentlich eine Plotterfolie, aber egal. Allerdings ist die sehr, sehr dünn. Deshalb habe ich sie erstmal in dicke Folie einlaminiert, dann Streifen geschnitten und weil die Laminierfolie nicht gut genug hält, habe ich die Streifen dann nochmal in durchsichtiges Klebeband eingewickelt und dann konnte ich Pailletten schneiden, die nicht mehr auseinandergefallen sind. Das klingt jetzt wahrscheinlich unnötig kompliziert, aber glaub mir, das ist die beste Möglichkeit, die ich gefunden habe und ich habe hier ein extra Video gemacht mit allen Möglichkeiten, die ich ausprobiert habe und die nicht funktioniert haben. Und jetzt geht's endlich ans Glitzerzeug annähen. Ich starte mit den Aufnähsteinen und den Strassbändern und platziere sie so gut es geht nach meinem Referenzbild, aber die Rückseite und was man nicht sieht, irgendwie so, dass es schön aussieht. Die Aufnähsteine habe ich mit diesem durchsichtigen Garn angenäht und es war super easy. Bei den Bändern habe ich zuerst die Enden untergefaltet und dann hier einmal so um dieses Ende rumgenäht, um das zu verstecken. Aber das war viel zu aufwendig. Nur das hier sind schon 4,5 Stunden Arbeit gewesen. Ich habe mal wieder den Aufwand unterschätzt. Besonders lang dauert es, diese Streifen hier festzunähen. Aber ich habe eine schnellere Methode gefunden. Ab jetzt werde ich die Enden kürzer abschneiden und ohne Umklappen festnähen. Da reichen dann nämlich 2 bis 3 Stiche auf jeder Seite. Vor allem sieht man auch quasi keinen Unterschied. Und es geht gefühlt 10-mal so schnell. Warum bin ich da nicht früher drauf gekommen? Und jetzt geht erst die eigentliche Arbeit los, nämlich die Pailletten annähen. Erstmal, warum mache ich mir die Mühe? Warum klebe ich sie nicht einfach drauf? Es gibt 2 Gründe, nein, eigentlich 3. Erstmal habe ich Sorge, dass die Oberfläche zu glatt ist für den Kleber und die Pailletten direkt wieder abfallen, sobald ich mich bewege. Zweitens, Beweglichkeit. Kleber macht die Corsage starr, auch flexibler Kleber. Und wenn ich die Corsage vorne und hinten über und über mit Pailletten beklebe, ergibt es durch den ganzen Kleber eher so eine Art Brustpanzer und keine Corsage mehr. Und wie will ich die dann noch an- und ausziehen? Drittens hat viel mit dem gleichen Punkt zu tun, Lagerung. Meine genähte Corsage ist immer noch flexibel, während gleichzeitig alle Pailletten super fest drauf sind. Und um sie zu lagern, rolle ich sie auf eine Pappröhre auf mit den Pailletten nach innen, so sind sie geschützt. Und so knickt vor allem auch keine Paillette. So, aber jetzt, wie nähe ich die Pailletten da drauf? Ich habe hier verschiedene Tests gemacht, auch mit unterschiedlichen Paillettenversionen. Und eine davon war zum Beispiel einfach durch die Pailletten durchzunähen. Das hat mir aber nicht gefallen. Viel besser wäre doch etwas an der Rückseite zu befestigen, mit dem ich die Pailletten unsichtbar festnähen kann. Und so kam ich auf selbstklebendes Klettband, und zwar nur die weiche Seite. Dieses Zeug hat einen erstaunlich festen, starken Kleber. Also ich kriege die Streifen kaum noch ab von meinen Pailletten. Die weiche Seite von Klettband besteht aus vielen, vielen kleinen Schlaufen, durch die ich mit meiner Nadel durchnähen kann. Und das ist meine geheime Befestigung auf der Rückseite. Erstmal halte ich die Paillette dran, um zu schauen, wo das Ende des Klettbands liegt. Hier soll der Faden gleich rauskommen. Übrigens, meine Corsage hat 2 Schichten und ich führe den Faden dazwischen lang, damit es auch eine schöne Innenseite gibt. Und dann einmal mit einem Knoten befestigen. Jetzt nähe ich durch die Schlaufen des Klettbands. Und seht ihr, die Nadel steckt in diesen Schlaufen. Wo die zweite Klettverschlussecke auf der Corsage liegt, muss ich den Faden jetzt festnähen und auch wieder knoten. Schön festziehen. Dann nähe ich diagonal durch das Klettband, um zur linken unteren Ecke zu kommen.
Und auch die Ecke wird mit einem Knoten festgenäht. Und dann, richtig, nochmal an der 4. Ecke. Für die nächste Paillette ziehe ich den Faden wieder zwischen den Stoffschichten hier rüber oder ich kann ihn direkt hier abschneiden. Meine erste Ladung Pailletten ist jetzt quasi aufgebraucht und die Corsage ist soweit. Was hier jetzt an Pailletten drin steckt, sind 2 solche A4-Blätter an Folie und ich habe hier noch 5 weitere. Ich denke, ich werde die alle brauchen. Ich beginne aber zu zweifeln, ob meine Folie reicht. Aber lasst uns erstmal ein paar neue Pailletten machen. Ein paar viele neue. Und der Rest war dann eine einzige große Fleißarbeit. Stunden über Stunden über Stunden über Stunden Pailletten von Hand annähen. Es sind 93 Stunden, aber ich bin fast fertig. Das ist sie, meine Elsa-Corsage, in die mehr als 100 Stunden Arbeit geflossen sind, mit Pailletten ausschneiden und annähen und allem. Ich bin so stolz darauf, wie schön sie geworden ist und wie nah am Original. Und schaut mal, wie toll die im Sonnenlicht glitzert. Ich freue mich schon so drauf, damit auf die Con zu gehen. Das Einzige, was man hätte besser machen können, wäre die Farbe der Corsage auf die Pailletten abstimmen und nicht aufs Oberteil. Naja. In meinem nächsten Video wird es um Elsas Schleier gehen und ich werde auf jeden Fall auch noch ihren Rock nähen. Aber mein persönliches Highlight war erstmal, dass an diesem Tag ein bisschen Schnee auf meinem Dachfenster lag. Eigentlich ist es so eine Aufnahme. Und dann schwenkst du so raus. Ja, stimmt. Die Bewegung.